Camus bringt mit dem C5 eine Direct Drive Wheelbase Lösung mit knapp 9 Newtonmeter Drehmoment für $249 an den Start. Ich kümmere mich um alle Details des Camus C5 samt ausführlichem Rennstreckentest. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Camus hat dieses Bundle über den deutschen Distributor SimMotion zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das Camus Portfolio und weitere Peripherie in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Beginnen wir mit einem Überblick. Camus betritt das zweite Mal meinen Kanal und ich habe euch vor längerer Zeit die Camus 15 Newtonmeter Wheelbase samt GT-Wheel vorgestellt. Klickt bei Interesse den Link oben rechts. Seither hat sich bei Camus einiges getan. Neue Wheelbases, darunter die C5 oder P8, neue Lenkräder, Pedale und weitere Peripherie haben sich mittlerweile auf der Camus Homepage eingefunden. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Die Camus C5 ist direkt über die Camus Homepage um $249 verfügbar. Bedenkt unbedingt, dass beim Import in den europäischen Zahlungsraum Zoll- und Importgebühren fällig und teuer werden können. Ich rate in diesem Fall bei einem Distributor wie SimMotion, welcher in Deutschland ansässig ist und im Problemfall die Garantieabwicklung durchführt, bei Interesse zu bestellen. Ich habe mit SimMotion gesprochen und zu Beginn wird SimMotion die C5 Wheelbase in einem Bundle mit den CP5 Pedalen um $3,99 inklusive Steuer anbieten. Wann und ob die C5 Standalone und zu welchem Preis bei SimMotion verfügbar sein wird, das weiß ich Stand heute noch nicht. Kapitel Nummer 2 der Lieferumfang. Heute kümmern wir uns um die Camus C5 Base Standalone ohne Pedale. Im Lieferumfang enthalten ist die Wheelbase mit dem in die Wheelbase integrierten Lenkrad, eine Befestigung für das Rig, ein Lüfter und alle nötigen Kabel samt Netzteil. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Kapitel Nummer 3, die Montage. Die sehen wir uns am besten live und direkt an. Viel Spaß damit! Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei Camus um ein System,
welches mit dem fix verbauten Lenkrad kompatibel ist. Rückseitig wurden 2 USB-Anschlüsse verbaut, um weitere Peripherie, wie beispielsweise Camus-Pedale, anschließen zu können. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, Kompatibilität der Plattform und Software. Das C5-Paket ist Stand Mitte 2023 uneingeschränkt mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. Konsolensupport ist Stand heute nicht gegeben. Weiters bietet Camus Desktop-Software und eine App, mit welcher Einstellungen direkt an der Wheelbase vorgenommen werden können. Über meine getesteten Szenarien sprechen wir dann ausführlich in ein paar Minuten im Rennstreckentest. Kapitel Nummer 6, die Power. Das Camus C5-Paket bringt knapp 9 Newtonmeter Drehmoment an das Lenkrad. Dieser Messwert wurde von mir selbst ermittelt. Eine gewisse Schwankungsbreite bzw. Messtoleranz ist natürlich vorauszusetzen. Mit der Bezeichnung C5 dachte ich zuerst an eine Wheelbase, die sich rund um 5 Newtonmeter einpendeln wird. Dass diese Annahme gänzlich falsch war, das hat sich in der ersten Kurve bereits gezeigt und wurde durch meinen eigenen Messwert bestätigt. Zum Vergleich rangiert Camus in Sachen Power etwas über dem Niveau einer Fanatec CSL bzw. DD Pro samt Boost Kit, welche gut 8 Newtonmeter bietet und knapp unter einer Moser R9, die sich in meinen Testläufen bei gut 9 Newtonmeter wiederfand. Kapitel Nummer 7, die Technik. Camus setzt auf ein für mich bis dato unbekanntes Konzept. Eine Wheelbase mit großem Durchmesser, aber kurzer Bauweise wird direkt mit einem Lenkrad verbunden. Im Innenleben sind die Spulen zu erkennen und das bekannte Direct Drive Prinzip über die Magnete, das hat sich mittlerweile über die Jahre durchgesetzt. Weiter geht's mit Technik, Abmessungen und der Ausstattung. Alle technischen Details und Abmessungen sehen wir uns am besten live und direkt an der Base an. Das Camus C5 bringt, gucken wir uns diesmal an, gut 3,5 Kilogramm auf die Waage. Wie bereits erwähnt, habt ihr so ein Komplettpaket aus einer Wheelbase, eine Wheelbasis, in die eben ein Lenkrad integriert ist. Komplett neues, eigenständiges Design und das könnt ihr hier gut erkennen. Wenn ich mir das Ding hier so schnappe, dann seht ihr hier, ist eben diese komplette Motoreinheit direkt mit dem Lenkrad verbunden. Es entfällt so ein Quick Release, es entfällt ein Lenkradtausch, das ist klar. Und ihr könnt hier, sehen wir uns dieses Kernelement jetzt in der Nahaufnahme an. Ihr könnt hier gut erkennen, diese ganzen Spulen, diese Kupferspulen, hier innenseitig mit entsprechenden Magneten, die diese Direct Drive Wheel Technologie eben bereitstellt. Beginnen wir auch hier gleich mit der Rückseite. Ihr habt einen On-Off-Power-Button, einen Reset-Button. Ihr könnt einen optional erhältlichen Lüfter, beziehungsweise der Lüfter ist hier im Lieferumfang mit beigepackt, aber diese Table Clamp, die ist optional. Könnt ihr hier anschließen, USB-Kabel, ein Stromanschluss für das Netzteil und zweimal USB-C-Port. Vermutlich dann für den Anschluss von anderer Peripherie wie die Camus-Pedale, die es gibt oder was auch dann noch immer kommen mag. Rückseitig verbaut diese mini kleinen Shifter. Von der Ausführung von den Materialien komplettes Metall, das heißt eine komplette Metallbauweise. Hier das komplette Paket aus Metall, ebenso diese kleinen Shifter Pedals. Und drehen wir uns jetzt diese Einheit nochmal um. Ihr habt hier eine integrierte Abdeckung in so einem Carbon-Look, in dem dann die ganzen LEDs eingefasst sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LEDs. 2, 4, 6, 8, 10. Und hier eine LED-Einheit, ein Display und dann entsprechende Buttons. Hier in der Anordnung alles symmetrisch. 1, 2, 3, 4 Buttons links. Nochmal hier so eine Buttoninsel mit 4. Und hier die Buttons, Richtungsbutton, nochmal 4 in der Mitte und nochmal 4 auf der linken Seite. Dann habt ihr diese Encoder. Auch dieses sehr edel, sehr wertig ausgeführt, auch aus Metall. Mit einem sehr knackigen Feedback, Einrastfeedback. Das könnt ihr, glaube ich, gut hören. Ja, das sind jetzt so die wichtigsten Details zum Lenkradkranz.
wie bereits erwähnt, hier komplett mit der Einheit verbunden. Und da könnt ihr sehen, ihr habt so ein, was ist das für ein Material? So ein Kunstleder, das sehr gleichmäßig, sehr edel aufgezogen wurde, vernäht wurde, Mittelstellungsring, ein Kreuzstich. Das sieht sehr polished, sehr edel in meinen Augen aus und fühlt sich auch gut an. Du spürst, es ist Kunstleder, aber ist gut griffig, sieht ordentlich aus, fühlt sich smooth auf den Handflächen an. Ja, das sind die wichtigsten technischen Details, die mir jetzt aufgefallen sind. Lasst uns noch kurz rausmessen, wie es denn aussieht jetzt mit diesen Button-Feedbacks. Ich stelle euch hierzu die Kamera nochmal eine Spur tiefer, machen wir das alles wieder live und direkt wie gewohnt. Das heißt, ihr habt so ein sehr kurze Buttons, die relativ knackig in meinen Augen auslösen. Mit so einem Button-Feedback von 500 Gramm in dem Bereich. Ja, 500 Gramm Auslösefeedback, wie bereits erwähnt, sehr knackig einrastende Encoder, hier dreimal, und das Button-Feedback ist durchgängig gleichbleibend. Wie sieht es aus mit diesen Schaltpedals, mit diesen kleinen Schaltpedals? Das gucken wir uns auch noch an. Ihr habt ein Auslösefeedback von um die 750 Gramm. Ja, etwas weniger, gut 600 Gramm Auslösefeedback der Schalteinheit. Ja, soviel zum näheren Blick zu den technischen Details. Setzen wir fort mit dem nächsten Kapitel. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 9, Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase besteht aus Metall, genauso wie die Schaltpedals. Haptisch fühlt sich das Gehäuse sehr wuchtig an, die Schaltpedals dagegen sehr zierlich. Die Lenkradfrontplatte besteht aus Carbon oder Carbon-ähnlichen Applikationen. Beim Lenkradkranz kommt als Überzug Kunstleder zum Einsatz. Die Brackets zur Rig-Montage wurden aus Metall ausgeführt. Die Bauteile sind ordentlich zusammengeschraubt, Spaltmasse sind einwandfrei, der Lenkradkranz ist sauber mit einem Kreuzstich vernäht. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Akustik. Es dringen keine Geräusche oder ein Klackern aus der Wheelbase von innen nach außen, auch wenn man mit rauen Settings unterwegs ist. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, wenn jemand neben dir in Ruhe Fernseh gucken will. Die Schaltmechanik ist unhörbar, was die Geräuschkulisse angeht. Einzig Resonanzen können sich über dein Rig übertragen, wenn die Settings kräftig bzw. rau eingestellt werden. Kapitel Nummer 9, die Optik. Die in schwarz gehaltene Wheelbase wirkt edel und gleichzeitig sportlich, aber auf den ersten Blick vielleicht ungewohnt. Das eigenständige Design und neuartige Konzept springen ins Auge und sobald man die Zusammenhänge verstanden hat, wirkt dieses für mich zumindest subjektive Sicht interessant. Bitte bedenkt, dass es sich hierbei, wie bereits erwähnt, um eine rein subjektive Meinung handelt. Der Lenkradkranz wirkt sehr edel, die tadellose Verarbeitung und exakte Naht tragen dazu bei. Das Display und die darüber angeordneten LEDs sind auffällig, die darunter positionierten Buttons vielzählig. Kapitel Nummer 12, die Software. Hier bietet Camus eine Software und auch eine App für Smartphone oder andere Devices an, die im Betrieb unauffällig funktionierten. Sehen wir uns dieses Kapitel wiederum am besten live an. Kommen wir zum Kapitel Software. Ihr seht diese Camus Software, das kennt ihr von dem damaligen Camus 15 Newton mit der Wheelbase Review. Ihr installiert diese, ist eine kleine Datei und habt hier eine recht übersichtliche, einfach gehaltene Software am Start. Active Device ist hier die C5 Base, diese Basiseinheit mit dem verbundenen C5 Wheel. Bei Main, dann seht ihr hier rechts eingeblendet die verfügbaren Spiele, die bei mir halt installiert sind. Die könnt ihr dann direkt über dieses
Tool starten. Ihr seht oben, ich habe Version 1.5.50. Bei den Settings könnt ihr die Sprache ändern. Es gibt so einen Forza Horizon 5 Helper noch. Aktuell Assetto Corsa, das ich eben gefahren bin. Und das ist jetzt schon das Wichtigste, was ihr hier erkennen könnt bei den Parametern. Ihr habt die C5 Wheelbase Connected Device. Ihr habt eine Steering Range, die ihr hier mit vordefinierten Buttons hier setzen könnt. 270, 360 und so weiter. Hier 900, das übliche, wird von den meisten Spielen direkt erkannt und dann auf die entsprechenden Fahrzeugklassen umgesetzt. Ihr könnt Set Center, wenn ihr jetzt das Lenkrad gerade ausrichtet und Set Center Button drückt, dann stellt ihr die Mittelstellung ein. Das rate ich auf jeden Fall bei der Erstinbetriebnahme. Bei den Base Settings, die könnt ihr resetten. Im Werkszustand sind diese eingestellt hier mit der Power auf 100%, Natural Damping und Natural Friction in der Werkseinstellung auf 50%. Das sind jetzt so die einzigen Veränderungen, die ich vorgenommen habe. Runter auf 20% gesetzt, das Damping und Friction, wenn ihr so wie ich etwas rauer unterwegs sein wollt. Natural Inertia, die innere Reibung, die Spring, runtergesetzt auf 0%. Ihr könnt dann hier nach unten scrollen, habt ihr diverse Game Effects geboten, die habe ich alle default gelassen. Für mich war das Ziel herauszufinden, wie diese Base Out of Box Default im Werkszustand funktioniert. Und da nehme ich etwas vorweg, das hat diese wunderbar getan. Das Einzige, was ich dann im Laufe meiner Testrunden geändert habe, war das Natural Damping und Natural Friction von 50 auf 20% runtergesetzt, um wie bereits erwähnt etwas rauer unterwegs sein zu können. Diese anderen Werte, die könnt ihr verändern entsprechend euren Bedürfnissen. Manche Effekte haben einen etwas spürbaren Effekt, manche Effekte einen etwas geringeren Effekt, kaum spürbaren Effekt. Das gilt es selbst herauszufinden, das ist eine, wie bereits erwähnt, sehr subjektive Empfindung. Nächste Setting, die Devices, klickt ihr hier links, dann seht ihr das C5 Steering Wheel eingeblendet, nochmal den Steering Angle, die Wheel Position, das könnt ihr hier gut erkennen. Mir gefällt sehr gut, dass diese Software dies 1:1 ohne Lag direkt umsetzt. Das gibt es nicht bei jeder Software, das ist nicht der übliche Standard, das kennen wir von diversen Reviews. Die Buttons, die werden hier euch angezeigt. Ihr seht 66 Input-Möglichkeiten, die ihr geboten bekommt, die ihr entsprechend verstellen könnt. Ihr könnt hier noch anklicken, hier habt das C5-Wheel unspecified. Keine Ahnung, ob es nochmal vorgesehen ist, dieses Ding zu zerlegen, diese Base separat mit einem anderen Lenkradaufsatz zu verwenden. Das weiß ich an dieser Stelle hier und heute nicht. Ihr habt einen Update-Button, nochmal 1.5.5 und Wheelbase Firmware 1.6.3, Wheel Firmware 1. Dann haben wir Open Firmware Update. Das seht ihr hier, ich bin am aktuellsten Stand, Current Latest Version 1.5.6, 1.01 und Pedals Firmware wäre hier noch V1.0. Kapitel Nummer 13, unser Hauptkapitel der Rennstreckentest. Und dazu springen wir wieder live ins Rig. Viel Spaß damit. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa. Ich habe alle anderen Anwendungen getestet, zumindest viele Anwendungen. Assetto Corsa Competizione, Race Room und so weiter. All dies hat wunderbar Plug and Play funktioniert in meinen Tests. Hier mit Assetto Corsa, ihr seht, alles belegt, die Camus C5 Wheelbase. Der Vollständigkeit halber, wir sind mit den Asetek Forte Pedalen auf einem Pro Simrig PSR 1 unterwegs. 3 AOC-Monitore, 240 Hertz, 32 Zoll. Hier habe ich noch eine Thrustmaster TSS-Shifter, einen sequenziellen montiert, einen Rouge C1 Cold Fusion, einen belüfteten Rennsitz und ich glaube, das war es jetzt mal mit der wichtigsten Peripherie, die wir heute am Start haben. Ich spreche mit euch eine Runde Nordschleife, für mich immer die Königsdisziplin mit dem Ferrari 488 GT3. Starten wir diese Sitzung und los geht's mit einer Runde Nordschleife, die ich für euch jetzt hier live und direkt kommentieren möchte. Eines vorweg bei der ersten Inbetriebnahme der Camus C5 Direct Drive Wheelbase Einheit hier ist mir in meiner ersten Kurve sofort aufgefallen, das hat gar nichts mit 5 Newtonmeter Drehmoment zu tun, das ist gefühlt doppelt so kräftig
Und mein erster Test war es, dies sofort herauszumessen und ich bin dann im Bereich, wie ihr dies gesehen habt, von knapp 9 Newtonmeter gelandet. Das war so der erste positive Effekt, die erste positive Überraschung. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Ich habe jetzt hier auch in diesem Rennstreckeneinsatz, das seht ihr hier, ich lasse leichtes Clipping zu, das heißt, ich betreibe diese wirklich im Bereich des Anschlags, im Bereich von 8, 9 Newtonmeter. Auch bei längeren Testsitzungen hatte ich absolut kein Problem jetzt mit Überhitzung, mit Fading oder sonst was. Es wird so ein Lüfter noch beigepackt, den ihr dann montieren könnt, wenn ihr diese Tischklemme von Camus ordert. SimMotion hat mir gesagt, diese werden sie um 49 € dann anbieten bzw. listen. Wenn ihr jetzt hier auf einem Rig unterwegs seid, könnt ihr darauf in meinen Augen verzichten. Ich hatte, wie bereits erwähnt, absolut keine thermischen Probleme. Dieses Ding, diese komplette Einheit wurde handwarm. Ich hatte kein Fading vermerkbar. All dies lief wunderbar. Kommen wir jetzt zur Rennstrecken-Performance bzw. zu dem, was euch jetzt Camus hier bietet. Ihr habt ein wunderbar schön großes Display mit diesen 3 Lettern, gut ablesbar, mit einem schönen grünen, mit einem schönen blauen Kontrast, um die Geschwindigkeit entsprechend abzulesen. Ihr habt schöne Drehzahl-LEDs, die ihr hier erkennen könnt, die euch dann von grün bis über orange, da seht ihr einmal 3, einmal 4 orange in der Mitte und dann hier nach oben gehend in so einem roten Farbton die letzten 3 LEDs das entsprechende Drehzahlband wiedergeben. Sehr gut integriert in meinen Augen, sehr gut ablesbar. Hier gibt es absolut nichts zu kritisieren. Beginnen wir mit dem Lenkrad. Dies fühlt sich sehr angenehm in der Hand an, etwas wärmer als echtes Leder, in meinen Augen aber noch okay. Ihr spürt diese Vernähung hier innenseitig, das fühlt sich edel, sehr wertig an, genauso wie dieses Finish auch aussieht. Ihr habt einen Lenkraddurchmesser von 28 cm, der euch von dieser bereitgestellten Power noch genügend am Lenkradkranz übrig lässt, einen eher kleinen Hebel bis hin zur Mitte. Auch hier gibt es absolut nichts zu kritisieren, eine leichte D-Shape-Abflachung an der Unterseite und somit ist dieses Lenkrad für sehr viele Szenarien einsetzbar, in meinen Augen auch gut für Rallye oder Drift, dass sich diese D-Shape-Abflachung hier an der Unterseite in Grenzen hält. In Sachen Ergonomie habt ihr viele gut erreichbare Buttons, ohne großartig die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Hier oberseitig, hier unterseitig und diese entsprechenden Buttons bzw. diese Richtungsbuttons an dieser Seite. Die Thumb Encoder aus Metall ausgeführt, sehr edel, sehr wertig mit einem super Finish bzw. sehr guten Einrast-Feedback. Drücken könnt ihr diese Dinger nicht. Ja, üppige Ausstattung, wie bereits erwähnt. Ihr könnt sehr viele Buttons belegen, sehr viele Eingabemöglichkeiten und solltet hier keine Einschränkungen haben. Kommen wir jetzt zur Rennstrecken-Performance. Und das ist ein Punkt, der mir auch auf den ersten Testkilometern sofort und sehr positiv aufgefallen ist. Ihr habt ein absolut spielfreies Konzept, sprich eine perfekte spielfreie Verbindung zwischen eben diesem voll integrierten Lenkrad und dieser Direct Drive Wheelbase Einheit. Und das spürt ihr auf der Strecke. Hier kein Ruckeln, hier kein Flex, hier kein Spiel. Jetzt ab durchs Karussell. Und ihr spürt im Karussell wunderbar diese aneinandergesetzten Platten, dieses einzelne Feedback, das euch diese Betonplatten wiedergeben. Gehen wir jetzt mal weiter durch die schnelle Kurvenkombination. Hier auch etwas zu früh ans Gas, übersteuern, abfangen, gelingt wunderbar. Gehen wir mal leicht über die Curbs, auch das ist wunderbar spürbar. Hier links dieses Kopfsteinpflaster, diese feinen Effekte, sehr gut übers Lenkrad spürbar. Gehen wir jetzt hier mal auf die rechts und innen wieder über die Curbs drüber, auch das wunderbar spürbar. Etwas zu früh ans Gas, das Leichtwerden bzw. der Gripverlust an der Vorderachse
Auch das ist sehr gut rauszuspüren. Wieder hier Gripverlust, das Kopfsteinpflaster auf der linken Seite. Wunderbar feine, sehr transparente Effekte. Hier ein Übersteuern. Und auch das Schieben über die Vorderräder, das Untersteuern. All dies wird mit dieser Bandbreite von knapp 9 Newtonmeter in meinen Augen sehr gut dargeboten. Auch jetzt hier über diese Kuppe, das Leichtwerden der Räder, auch das gelingt prima. Ihr habt wirklich eine Force Feedback Performance. Auch hier jetzt wieder das Leichtwerden des Fahrzeugs. Es ist eine Force Feedback Performance, die in meinen Augen in der absoluten Spitzenklasse rangiert. Wie damals beim 15 Newtonmeter Paket von Camus, eine absolute Geheimempfehlung, ein Geheimtipp in meinen Augen, wenn euch das Force Feedback extrem wichtig ist. Auch hier sehr gut rauszuspüren, diese Effekte, diese Bodenwellen. Da macht Camus in meinen Augen sehr viel richtig. Bewegt sich im Bereich in Sachen Force Feedback Performance in Richtung Simucube, in Richtung Asetek, in meinen Augen über Fanatec. All dies hat natürlich auch mit dieser spielfreien Verbindung zu tun, wo Fanatec in meinen Augen mittlerweile den Anschluss verloren hat, der QR2 mittlerweile seit 2 Jahren auf sich warten lässt. Und hier einige Mitbewerber, so auch Camus, in Sachen Direct Drive, as it's meant to be, so wie es sein sollte, den Anschluss verloren hat. Ja, diese runde Nordschleife geht zu Ende. Jetzt kurz nochmal auf den Punkt gebracht. SimMotion hat mir gesagt, sie werden zu Beginn mal das Komplettbundle zwischen dieser C5 Wheelbase Lenkradeinheit und den Camus Pedalen, ich glaube das ist ein Zweiweg-Pedalset, anbieten und das Ganze für 3,99 all inklusiv. Also Leute, wenn du jetzt sagst, du bist ein Anwender, der möchte ein Lenkrad zu Hause haben, den es nicht interessiert, hier mehrere Hunderte, mehrere tausend Euro für viele Lenkräder, Lenkradwechsel oder High-End-Pedale ausgeben zu wollen und du 400 Euro, 3,99 in die Hand nimmst und diese Force Feedback Performance, diese gute Power von knapp 9 Newtonmeter geboten bekommst, das Ganze gepaart mit einem Pedalset, dann bist du als Einsteiger bzw. zu einem Einsteigerpreis im Direct Drive Wheelbase Segment mit einem Komplettpaket in meinen Augen sehr gut aufgestellt. Da kannst du für 3,99 hier absolut nicht meckern. Das ist so mein Gefühl. In Sachen Gefühl, das bin ich euch jetzt hier auf der Rennstrecke noch schuldig. Hier mit diesen sehr kleinen Shifter-Pedals. Das hat mich zu Beginn auch etwas geschreckt, nur fairerweise im Rennstreckentest verliert sich diese Angst, weil diese Pedals genau dort sind, wo meine Finger auch sind. Und ja, das hat jetzt nicht den großartigen Realismusanspruch, aber im Rennstreckentest habe ich hier absolut keine Abstriche oder kein ungutes Gefühl mit diesen kleinen Dingern. Ich finde, Camus hätte diese größer designen können. Das wäre jetzt absolut kein Problem gewesen, aber für den Renneinsatz und für die Funktion gibt es hier nichts zu kritisieren. Im Endpunkt, in der Endlage sind die relativ knackig. Ihr habt absolut keine Geräuschemission. Wenn ihr jetzt hier auf der Rennstrecke unterwegs seid mit diesem Camus C5 Paket und neben dir jemand schlafen will, du den Sound über die Kopfhörer an deine Ohren bringst, hast du ein geräuschloses Paket, das du die komplette Nacht durch betreiben kannst, auch in sehr hellhörigen Wohnungen kein Problem mit deinen Nachbarn bekommen wirst. So viel zum Rennstreckentest des Camus C5 Bundles, ein super innovatives, sehr interessantes Konzept in meinen Augen zum sehr fairen Preis mit einer hervorragenden mit einer hervorragenden Force Feedback Performance, mit einer ausreichenden Power. Das ist jetzt zusammengefasst das, was für mich Camus auf der Rennstrecke abliefert. Zurück von der Rennstrecke kommen wir auf die Zielgerade.
die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 14, die Nachteile. Der fehlende Konsolensupport Stand Mitte 2023 ist ein Nachteil, da der Preisbereich der Camus C5 bestimmt auch Konsolenanwender ansprechen würde. Zweiter Nachteil ist das nicht modulare Design. Die Camus C5 Wheelbase bzw. Wheelbase Lenkradeinheit bleibt so wie sie ist. Ein Lenkradtausch ist damit nicht vorgesehen. Die Schaltpedals sind sehr knapp bemessen. Ich hatte damit im Rennstreckeneinsatz kein Problem, aber Anwender mit sehr großen Fingern könnten diese als zu klein empfinden. Warum diese Camus so klein dimensioniert hat, verstehe ich an dieser Stelle nicht. Platz für handelsübliche Schaltpedalgröße wäre in meinen Augen ausreichend vorhanden gewesen. Weiters verstehe ich die Namensgebung nicht. Eine knapp 9 Newtonmeter kräftige Wheelbase würde ich persönlich nie als Camus C5 vermarkten, da dies lediglich 5 Newtonmeter suggeriert, obwohl, wie gerade erwähnt, knapp 9 Newtonmeter geboten werden. Kapitel Nummer 15, neutrale Aspekte. Das Betätigungsfeedback der Schaltmechanik beurteile ich als neutral okay. Hier wählt Camus geringe Auslösekräfte, das Feedback ist aber präzise. Gleiches gilt für die Buttons am Lenkrad, welche mit einem leichten, aber präzisen Feedback zu betätigen sind. Die Betätigung der Buttons am Lenkrad fühlt sich somit haptisch gesehen zufriedenstellend an. Und der letzte neutrale Aspekt ist der Preis. Durch die europäischen Zoll- und Importgebühren liegt dieser über dem Schnäppchenpreis von $249, zu welchem die Camus C5 auf der eigenen Homepage gelistet ist. Trotzdem gilt es festzuhalten, dass SimMotion das Bundle von Camus C5 Base samt Pedalen um $399 inklusive Steuer anbietet und damit preislich gesehen mehr als fair für die gebotene Performance ist. Kapitel Nummer 16, positive Aspekte. Camus bringt mit dem C5-Paket ein komplett eigenständiges Produkt auf den Markt, welches auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Der Plug-and-Play-freie Zugang ist super gelungen. Software installieren, 2 Brackets an die C5 schrauben und am Rig befestigen und der Rennspaß kann losgehen. Keine Frickelei mit der Software, sehr gut abgestimmtes Force-Feedback, out of box sind weitere Pluspunkte. Die Rennstrecken-Performance ist dabei hervorragend, gleich wie damals mit der Camus 15 Newtonmeter Wheelbase. Wie im Rennstreckentest erwähnt, kommen die Details wirklich perfekt ans Lenkrad, wie man dies von anderen Mitbewerbern im absoluten Enthusiastenbereich gewohnt ist. Die Geräuschkulisse ist unhörbar und damit ist das C5-Paket für hellhörige Wohnungen sehr gut geeignet. In Sachen Power liefert Camus mit knapp 9 Newtonmeter ein in dieser Preislage herausragendes Bild ab. Eine üppige Ausstattung mit Display und LEDs sind weitere positive Aspekte. Zusätzlicher positiver Aspekt ist noch eine eigene Tischklemme, die ihr dann mit dem Lüfter versehen könnt. Kapitel Nummer 17, Fazit und Kaufempfehlung. Camus bringt mit dem C5 ein Komplettpaket aus Wheelbase und Lenkrad zum fairen Preis an den Start. Abstriche gilt es beim nicht-modularen Design, da man auf alternative Lenkräder verzichten muss. Auf der anderen Seite ist der 28 cm große Lenkraddurchmesser gut gewählt, um viele Klassen abbilden zu können. Die D-Shape-Abflachung an der Unterseite sieht in meinen Augen sportlich aus, das Lenkrad ist hervorragend verarbeitet. In Sachen Nutzerfreundlichkeit funktioniert alles Plug-and-Play und selbsterklärend. Mit einem Kraftpotenzial von knapp 9 Newtonmeter wird die Power sehr vielen Anwendern genügen. Auf den Punkt gebracht bietet Camus mit dem C5 ein mit Features gut aufgestelltes Gesamtpaket, welches preislich fair aufgestellt ist und in Sachen Power von knapp 9 Newtonmeter gepaart mit hervorragender Force-Feedback-Performance in meinen Augen keine Wünsche offen lässt. Vor einem spannenden Ausblick über die geplanten Reviews seid nun ihr am Zug. Wie gefällt euch das Camus C5 Konzept? Bitte postet dies unten mit rein, das würde mich sehr, sehr interessieren. Vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links, irgendwelche Codes anbieten werde. In diesem Punkt steht meine Meinung, dass sich diese ausführlichen Reviews wie dieses hier nur dann für euch lohnen, wenn dies möglichst objektiv geschehen kann und ich euch nicht zu einem Hersteller hinberaten werde oder bei einem Kauf von euch
mitverdienen würde. Kapitel Nummer 18, ein spannender Ausblick. An weiteren Inhalten von Camus bin ich bereits dran. Weiters wird es wieder etwas von SimLab geben. Die neue SimLab Handbremse ist bereits auf dem Weg zu mir. Und in Sachen Asetek kommt endlich die La Prima ins Haus. Auch dazu wird es sehr ausführliche Reviews geben, genauso wie zur VR-Brille Pimax Crystal. Also dann, ich bedanke mich wieder einmal fürs Dabeisein und den Support in meinem Kanal. Abo und Like würden mich freuen und wir sehen uns. Grüße von eurem Ron.